Hey Leute, Xtool bringt ja eine Reihe von neuen Lasern immer auf den Markt und gerade bei der F-Serie ist es schon mittlerweile ein kleines Chaos. Wir haben den F1, wir haben den F1 Lite, wir haben den F1 Ultra, den F2, den F2 Ultra und sogar jetzt noch einen F2 Ultra UV. Ja, und viele fragen sich, welcher Laser kann eigentlich was? Was sind die wirklichen Unterschiede und welches Gerät ist das Richtige genau für mich? Und heute bringe ich Licht ins Dunkle. Wir vergleichen alle Geräte miteinander und schauen uns die Lasertechnologien an, die ganze Leistung, die Materialien, was wir mit diesem Laser bearbeiten können, die ganzen Upgrades von F1 angefangen bis zum F2 Ultra UV und die ganzen Funktionen. Und ich gebe dir einfach eine kleine Empfehlung, welcher Laser für dich der richtige ist. Jetzt noch einmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Thema heute ist so eine kleine Laserübersicht, denn ich kriege immer wieder Kommentare. Jens, kannst du mir helfen? Ich bin Einsteiger, ich bin Profi. Welches Gerät ist für welches Material? Welches Gerät ist für mich geeignet und so weiter? Und Xtool hat ja mittlerweile 6 F-Serien-Geräte auf den Markt gebracht. Hier stehen zwar nur 3, die 3 anderen sind schon zurückgegangen, aber man ist dann schon ein bisschen verwirrt, welches Gerät man wirklich braucht. Und wir schauen uns heute einfach alle Geräte nochmal genauer an und ich sage zu jedem Gerät, wo es praktisch die Steigerung ist. Wir fangen beim Einsteigergerät an und steigern uns dann langsam hoch, komplett die Unterschiede bis zum Profigerät. Bevor wir jetzt aber reinstarten, was ist denn überhaupt die Grundidee der Xtool F-Reihe? Und zwar, das ist ganz einfach, die Xtool F-Serie deckt nämlich 3 Leistungsstufen ab. Wir fangen an beim Einsteiger mit dem F1 Lite und dem F1. Wir kommen dann so ein bisschen in die Mittelklasse rein mit dem F2 und wir kommen dann schon eher so ein bisschen in die richtige Profi-Klasse rein mit dem F1 Ultra, mit dem F2 Ultra und mit dem F2 Ultra UV. Fangen wir mal mit dem kleinsten Laser an, den F1 Lite. Nein, das ist nicht der F1 Lite, das ist der F2. Ich habe jetzt aber keinen F1 Lite da. Ich werde ihn euch mal einblenden. Das ist einfach der günstigste und einfachste Einstieg in die Laserwelt. Er nutzt aber nur einen 10 Watt Diodenlaser und ist perfekt für Holz, Leder, Kunststoff, MDF, für so kleine Sachen wie Papier oder sowas. Das ist überhaupt kein Stress. Er kann gravieren. Holz gravieren zum Beispiel, aber er kann auch Holz schneiden. Jetzt natürlich nicht zu dick, weil 10 Watt Leistung ist natürlich nicht viel, aber wir kommen trotzdem durch 4 mm Pappelsperrholz kommen wir natürlich durch. Was kann man damit bearbeiten? Kleine Holzschilder, Schlüsselanhänger aus Holz, Lederprodukte und. Kann man damit wirklich gut bearbeiten. Aber ihr müsst bedenken, er kann kein Metall gravieren oder auch markieren. Ausgenommen ist Edelstahl, da können wir mit dem Diodenlaser direkt auf Edelstahl markieren. Das funktioniert auch noch mit diesem F1 Lite. Also wenn du wirklich nur organische Materialien bearbeiten willst, dann ist der F1 Lite und kleine Sachen natürlich bearbeiten willst, dann ist der F1 Lite absolut noch ausreichend. Er hat eine Arbeitsfläche von 115 auf 115 mm, die erweiterbar ist durch dieses optional erhältliche Förderband auf 115 x 400 mm. Er hat jetzt auch keine Cam verbaut. Cams, da kommen wir erst zu den anderen Modellen. Die sind dann schon ein bisschen interessanter, wer eine Cam braucht. Dann machen wir weiter mit dem F1. Der F1 sieht eigentlich genauso aus wie der F1 Lite. Die wichtigste Verbesserung ist einfach zusätzlich zur Diode 10 Watt hat er noch einen 2 Watt Infrarotlaser. Der Infrarotlaser ermöglicht erstmals Metall zu markieren. Aber jetzt Achtung, nicht gravieren, sondern er markiert das Material bloß, das Metall. Also das heißt, er kratzt nicht die Oberfläche komplett weg, sondern er markiert einfach nur. Er bringt eine Schrift auf dem Metall an. Das macht den F1 natürlich deutlich vielseitiger. Gerade für kleine personalisierte Metallprodukte wie kleine Schlüsselanhänger oder kleine Schmuckstücke oder so ist er wirklich komplett gut geeignet. Der F1 ist natürlich auch ein günstiger Einstieg in die ganze Klasse. Er hat auch eine Geschwindigkeit von 4000 mm pro Sekunde und wir haben auch eine minimale Einrichtung in der Software, aber wie bei allen anderen Xtool Geräten auch.
Für wen ist das Ganze gedacht? Ich würde es eher sagen für den Hobbybereich, für kleine Sachen, für kleine Do-it-yourself-Geschichten, für kleine personalisierte Geschenke oder so. Aber wie gesagt, perfekt für den auch Einsteiger. Übrigens, ich habe zu manchen Geräten, jetzt zum F1 und zum F1 Lite habe ich kein Video gemacht, aber zum F1 Ultra, zum F2, zum F2 Ultra und zum F2 Ultra UV, kompliziert, habe ich schon Videos gemacht und die kann ich euch natürlich dort oben oder unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken, wer da einfach nochmal Details zu diesen Geräten direkt braucht. Machen wir weiter mit dem F1 Ultra und zwar, da fangen wir jetzt schon mal langsam an mit dem kompakten Metall-Profi, kann man fast schon sagen. Der F1 Ultra ist das erste Modell, was einen echten Faserlaser bietet. Und zwar einen 20 Watt Faserlaser, aber jetzt kommt's in Kombination mit einem 20 Watt Diodenlaser. Damit kannst du wirklich auch schon anfangen, echte Metallgravuren zu machen mit dem 20 Watt Faserlaser. Wir können da zum Beispiel Metalltiefengravur schon machen, wir können prägen, wir können Strukturen machen, wir können Relief machen und sogar dünnes Metall schneiden. Das muss schon sehr, sehr dünn sein, aber es ist möglich damit. Wir können aber genauso auch mit dem Diodenlaser auch wieder Holz, Leder, Acryl und Kunststoff hier machen. Das ist natürlich jetzt mit diesem 20 Watt Diodenlaser und 20 Watt Faserlaser natürlich auch möglich. Wir haben dort eine Arbeitsfläche von 220 auf 220 mm, die erweiterbar ist durch dieses optional erhältliche Förderband auf 220 x 500 mm. Geschwindigkeiten fahren wir natürlich auch höher als bei der Einsteigsklasse. Da fahren wir natürlich mit der Geschwindigkeit von bis zu 10.000 mm pro Sekunde. Das Wichtige ist damit natürlich, dass wir auch echte Metallgravuren machen können, im Gegensatz zum F1, wo man dann nur markieren können. Und damit können wir halt das Metall auch echt gravieren. Und wir können auch durch diesen Faserlaser wirklich präzise Detailgravuren auf Metall oder auf andere Sachen dann noch vornehmen. Für was ist es perfekt? Also wirklich alle Materialien, was der Diodenlaser kann und vor allem noch alle Materialien, was ein Faserlaser machen kann. Auch Kunststoff zum Beispiel ist auch so ein richtiges Thema, wo man dann wirklich mit diesem Faserlaser wirklich genau auch eingehen können drauf. Und für wen ist das Ganze gedacht? Ich würde es dann schon sagen, für kleine Manufakturen, für kleine Unternehmen, die wirklich auch mal vielleicht eine Serienproduktion, eine Kleinserienproduktion mit diesem Förderband durchführen wollen. Schauen wir uns mal die nächste Generation der F-Serie an und da beginnen wir beim F2. Der F2 ist jetzt mittlerweile schon so ein Mittelklasse Allrounder. Wir haben hier einen 15 Watt Diodenlaser verbaut und 5 Watt Infrarotlaser. Also ich sage jetzt mal, beim Infrarotlaser ist er über doppelt so stark wie der F1. Der hatte ja nur 2 Watt Infrarot. Und der F1 hatte auch 10 Watt Diodenlaser und da sind wir jetzt auf 15 Watt. Somit können wir einfach mehr Materialien wieder bearbeiten und wir können jetzt auch mittlerweile mit dem 5 Watt Infrarotlaser können wir auch Metall gravieren und nicht nur markieren. Der Unterschied ist ganz einfach, bei der Markierung ist es einfach so, dass da Farbe aufs Material aufgebrannt wird, so auf Deutsch, also mal ganz easy ausgedrückt. Und bei der Gravur ist es dann schon so, dass praktisch das Material angekratzt wird, dass wir da praktisch keine dunklen Markierungen drauf haben, sondern es wird dann das Material leicht abgekratzt. Und das können wir mit diesem 5 Watt Infrarotlaser schon machen. Aber Achtung, wir können keine Tiefengravur auf Metall machen, sondern wir können nur eine Tiefengravur mit dem 15 Watt Diodenlaser auf Holz vornehmen. Das ist natürlich dann möglich. Aber das wichtigste Upgrade ist natürlich das Kamerasystem. Wir haben eine hochauflösende Dualkamera verbaut. Das heißt, es sind 2 Kameras dort verbaut für Live-Vorschau und vor allem zum Ausrichten der Objekte. Und das kann man bis auf 0,2 mm exakt ausrichten und der Laser lasert eigentlich genau dort, wo man ausrichtet. Und das finde ich faszinierend, dass es mit diesem kleinen Modell auch funktioniert. Ebenso haben wir einen Autofokus verbaut, der praktisch eine automatische Messung des Fokusbereichs vornimmt und eine automatische Ausrichtung haben wir natürlich dann auch noch. Damit arbeitest du nicht nur schneller, sondern auch unglaublich präzise.
Ebenso können wir auch höhere Geschwindigkeiten fahren. Beim F1 waren es ja 4000 mm pro Sekunde. Das können wir jetzt beim F2 mit 6000 mm pro Sekunde können wir bis an Geschwindigkeit fahren. Für die meisten Kreativen ist der F2 also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ebenso ist er natürlich auch komplett mobil. Wir können ja da unten die Klappe öffnen und den Boden öffnen und können das praktisch auch auf große Objekte einfach draufstellen, weil er ist ja so mobil mit einem kleinen Griff hier oben dran und das ist natürlich auch toll. Die Arbeitsfläche ist gleich geblieben zum F1, 115 auf 115 mm, erweiterbar mit dem Förderband von 115 auf 400 mm. Also der F2 ist einfach perfekt für Creator, für Personalisierung und für kleine Serienproduktion. Natürlich ist der Preis auch ganz interessant. Ich meine, das, was wir da geliefert bekommen mit diesem Dual-Kamerasystem, mit Autofokus und mit allem drum und dran, ist es natürlich schon enorm. Jetzt gehen wir mal eine Stufe höher und gehen auf den F2 Ultra. Das ist jetzt schon mittlerweile für Profis und Gewerbe. Er steht jetzt zwar nicht da, aber ihr wisst ja, ich kann zaubern. Hex, Hex! Und schon steht er da. Und der F2 Ultra ist im Grunde schon ein komplettes Profisystem. Wir haben einen 60 Watt Mopa-Laser und einen 40 Watt Diodenlaser. Was ein Mopa-Laser ist, erkläre ich euch ausführlich im F2 Ultra Video. Also schaut's da mal vorbei. Damit kannst du wirklich fast alles komplett machen. Wir können Metall schneiden, wir können Tiefengravuren auf Metall können wir machen, wir können Edelstahl farbig markieren, können wir zwar mit den kleinen auch, aber damit geht's einfach noch besser. Wir können Acryl schneiden, wir können Holz schneiden, wir können Glas markieren, also Glas gravieren auch und sogar Serienproduktion durch das optional erhältliche Förderband machen. Das ist natürlich echt alles und für den Profi und fürs Gewerbe echt super toll geeignet. Ebenso haben wir hier wieder eine Dualkamera verbaut. Das zeige ich euch im Video richtig ausführlich. 48 Megapixel Kameras, 2 Stück damit verbaut, um dort eine präzise Ausrichtung der Gegenstände vorzunehmen. Und das funktioniert ja sowas von perfekt. Wir haben jetzt hier auch eine deutlich größere Arbeitsfläche von 220 mm auf 220 mm und wie schon erwähnt, durch dieses optional erhältliche Förderband können wir das Ganze vergrößern auf 220 x 500 mm. Ebenso können wir natürlich auch viel höhere Geschwindigkeiten fahren. Wir können hier mit diesem F2 Ultra schon 15.000 mm pro Sekunde fahren. Ebenso ist natürlich auch wieder ein Autofokus verbaut, wo wir dann praktisch nicht mehr das Ganze manuell einstellen müssen. Der F2 Ultra ist perfekt für Werkstätten, für Kleinserienproduktion, für Werbetechnik oder für Messemacher und Tools und so weiter und so fort. Dafür ist er echt perfekt geeignet. Schauen wir uns nun das letzte Modell der F-Serie an und zwar ist das der F2 Ultra UV. Das ist ein Präzisionsspezialist, schweres Wort. Der F2 Ultra UV ist ein Speziallaser mit einer niedrigen Nanometeranzahl. Also UV-Licht hat nur eine geringe Nanometeranzahl und die liegt bei 355 Nanometer. Und was bringt das Ganze? Also ausführlich werde ich das Ganze in meinem Hauptvideo erklären. Aber was bringt so ein ganzer UV-Laser? Und zwar ist es für extrem saubere und präzise Gravuren gedacht. Wir haben da eine sehr geringe, ich sage jetzt mal, Hitzeeinwirkung. Man nennt es auch Kaltlasern. Also man nennt es nur Kaltlasern. Er lasert nicht kalt. Aber wir haben halt durch diese niedrige Nanometeranzahl haben wir halt eine geringe Hitzeeinwirkung aufs Material. Und das ist natürlich super geeignet für empfindliche Materialien wie Glas, Kunststoff, Elektronik, transparente Kunststoffe für feine Muster zum Beispiel, Gummi, Silikon, aber auch Lebensmittel sind damit möglich zu gravieren und zu markieren. Wenn die Präzision praktisch wichtiger ist als die knallharte Rohleistung, dann ist der UV-Laser genau die richtige Wahl. Er ist ein Speziallaser, aber Achtung Leute, er ist kein Allrounder. Wir können damit sehr viel Materialien gravieren, was wir mit den anderen Lasern nicht machen können. Aber natürlich kann der UV-Laser auch nicht komplett alles. Er kann zum Beispiel gerade mal Metall
Metallgravuren funktionieren so oberflächlich, wir können natürlich markieren, wir können aber keine tiefen Gravuren in Metall vornehmen. Das müsst ihr natürlich wissen, dass es nicht möglich ist. Aber wir können trotzdem Holz richtig fein gravieren, ohne Schmauchspuren oder sowas zu hinterlassen. Das ist natürlich mit dem UV-Laser trotzdem möglich. Wir haben auch auf andere Materialien wie zum Beispiel Gummi, Silikon und so, wir haben da einfach definitiv durch dieses Kaltlasern haben wir dann praktisch keine Verbrennungen und keine Schmauchspuren. Ebenso haben wir natürlich wieder dieses Dual-Kamerasystem verbaut. 2 Kameras, die eine Präzisionsausrichtung möglich machen. Was auch besonders zu erwähnen ist, ist die Innengravur von Glas. Also ich zeige euch das mal ganz schnell, da blende ich euch jetzt gleich mal was ein. Und zwar, das ist eine Innengravur in K9 Kristallglasklötze. Und das ist natürlich auch enorm, wie das toll funktioniert. Wir können hier 3D-Bilder reingravieren in solche Glasklötze. Zusammengefasst ist der UV-Laser perfekt für Branding, für Elektronik, für Feingravur, feine filigrane Muster, auch Glasinnengravur, 3D-Glasinnengravur für Kunststoff, für Silikon und alles, was empfindliche Materialien einfach sind. Ein Thema möchte ich noch erwähnen, man kann ja mit diesen Lasern alles auch schneiden, Holz schneiden, Acryl schneiden und so weiter, das geht ja alles. Aber wir haben ein Problem bei einem Galvolaser. Das sind ja alles Galvolaser. Galvolaser funktionieren über einen kleinen Spiegel. Dort wird der Laserstrahl nach unten produziert und dort ist bei jedem Galvo, egal bei welchem Galvolaser auf dem Markt, das gleiche Problem beim Schneiden. Ihr müsst euch vorstellen, der Laser geht der Punkt gerade runter, dann habe ich meinen 90 Grad Punkt, der da unten dann praktisch schneiden würde. Aber so größer die Arbeitsfläche wird, umso weiter ich natürlich nach außen schneide, umso schräger schneidet natürlich auch der Laser. Und es muss natürlich jedem von euch bewusst sein, dass ich mit einem Galvolaser nie einen 100%igen geraden 90 Grad Schnitt mit hinbekommen würde. Nur für euch zur Info. Ich werde euch alle Geräte in der Videobeschreibung unten verlinken. Auch die passenden Videos von mir dazu könnt ihr alles unten in der Videobeschreibung finden. Ebenso natürlich auch verschiedene Materialien, die ich da verwendet habe für meine ganzen Tests von diesen Videos, werde ich euch natürlich auch noch unten in die Videobeschreibung reinpacken. Und wenn dir dieser Vergleich jetzt gefallen hat oder geholfen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da. Ebenso könnt ihr natürlich reinschreiben in die Kommentare, wie ihr den Vergleich gefunden habt. Oder habt ihr andere Geräte schon im Einsatz? Habt ihr auch schon Xtool-Geräte im Einsatz? Überlegt euch noch ein anderes zu kaufen oder auch andere Marken im Einsatz? Das würde mich mal interessieren und schreibt es mal unten einfach in die Kommentare rein. Ebenso würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonnieren ist kostenlos. Vergesst die kleine Glocke nicht zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch kein Laservideo mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, einfach schöne Lasergrüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.